Hallo Freunde, heute habe ich mal ein ganz anderes Video. Und zwar habe ich hier einen alten K2-Meter gefunden, den ich schon über 10 Jahre habe. Und da habe ich mir gedacht, ich baue da mal einen On-Off-Switch dran, weil man musste das immer früher immer so hier festhalten. Und das war immer schwierig, weil da hat man immer falsche Messungen gehabt, weil sobald man den Finger etwas bewegt, dann schlägt er aus. Und heutzutage kann man ja schon die normalen kaufen, wo die schon On-Off-Switch drin ist. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie man bei den alten, falls ihr noch eins rumliegen habt, wie man da einen On-Off-Switch dran machen kann. Dann zeige ich euch das mal. So, das erste, was wir machen müssen, wir müssen diese Schrauben hier lösen. So, das ist die zweite. So, dann nehmen wir jetzt den Deckel weg. Das ist jetzt das Innere. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit ich euch zeigen kann, wo ich dran gelötet habe. So, das erste würde ich empfehlen, erstmal die Batterie zu entfernen. So, ich hatte vorhin, hier, das sind auch zwei Lötpunkte, die ich benutzt habe, aber für einen Buzzer. Falls dann der K2 ausschlägt, wird er ein Geräusch machen, aber den Buzzer, den ich hatte, der hat nicht so viel getaugt, also muss ich mir dann einen neuen holen. So, ich zeige euch mal die Lötpunkte, wo ihr löten müsst. Und zwar habe ich 1, 2, 3, 4, 5 gezählt von oben. Und dann gehe ich ganz runter, dann habt ihr hier in der Mitte 1, 2, 3, 4 Punkte. In dem vierten Punkt lötet ihr dann Plus, also positiv. Dann geht da 1 runter und 1 nach links. Den zweiten Lötpunkt, da macht er negativ, also Minus. Ich zeige euch das mal hier drunter. Den On-Off-Switch habe ich dann hier drunter. Positiv, negativ. Ne? Ich habe das Kabel immer hier an der Seite lang, weil das hier lang nicht funktioniert. Weil der Deckel hat so eine... Moment, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Hat dann hier eine Erhöhung, die dann das Kabel dann kaputt bricht. So, und vergesst nicht, ein Batteriekabel muss immer zwischen diesen Rillen rein, sonst geht das auch nicht. So, dann baut ihr das zusammen. Kabel habe ich hier seitlich reingemacht. Dann Batterie wieder dran. So, und jetzt den Deckel wieder dran bauen. Vergesst nicht, das muss immer alles schön gerade sein. Sonst klappt das nicht. So, Schrauben wieder dran machen. So. Zweite Schraube. Ich habe hier nur so einen einfachen On-Off-Switch genommen. Ihr könnt natürlich irgendeinen benutzen. Das ist euch überlassen. So, und jetzt einfach nur anmachen und schon klappt es. Er macht auch keine Messmessung, also es funktioniert. Ihr könnt dann, wenn ihr wollt, immer noch diesen benutzen, der funktioniert auch noch. Aber ich würde euch raten, baut euch so einen On-Off-Switch dran und das lohnt sich wirklich. So, das war es erstmal für mein kleines Tutorial hier für die alten K2 Meter. Ich habe mir jetzt eine Musicbox zusammengebaut. Da werde ich euch auch noch zeigen, wie ich das zusammengebaut habe. Und die funktioniert wirklich hundertprozentig. Aber
das wird ein nächstes Tutorial. Mir wurde auch gebeten, etwas über den Flux 2 zu erzählen. Bis jetzt habe ich es leider noch nicht geschafft, aber ich verspreche euch, dass ich das auch noch gründlich erklären kann und damit ihr wisst, was der Flux 2 macht. So Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.